Das Internet ist überhaupt eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben. Egal wann, zu welcher Uhrzeit oder wo auch immer in der Welt die Menschen sind, man kann miteinander ratschen. Die Pioniere der weltweiten lockeren Kommunikation waren aber die Amateurfunker. Schon vor mehr als 100 Jahren haben sie die große, weite Welt zu sich nach Hause ins Wohnzimmer geholt. Und sie tun es auch heute noch. Man ruft und irgendjemand antwortet. Der kann aus Australien kommen, der kann aus Japan kommen, der kann aus Südafrika kommen. Das weiß man nicht. Und wenn man selbst sucht auf dem Band, findet man irgendjemanden. Eine seltsam lange Antenne in Alksing bei Ebersberg. Wer weiß, wohin ihn die Wellen tragen. Eine Reise ins Ungewisse. Rainer Englert ist Funkamateur. Fast sein ganzes Leben lang. Wie ich ungefähr 14 Jahre alt war, da habe ich bei einem Nachbarn von meiner Oma auf dem Hausdach eine riesengroße Antenne gesehen. Und da habe ich meine Oma gefragt, was ist denn das da hinten? Und da hat die Oma gesagt, ja, das ist so ein Funkamateur. Zu dem gehst einfach mal hin und den schaust du dir mal an. Und das habe ich gemacht und war total begeistert. Und ab diesem Moment hat mich das nicht mehr losgelassen, bis zum heutigen Tag. Und jetzt muss ich mal kurz mein eigenes Signal kontrollieren. Test 1. Wen wird er heute im Äther treffen? Test. Roger, copy. Kilo 7 Delta X-Ray. Very good morning to you. My name is Rainer and I'm located near Munich in southern Germany. Over. The name is Mitch, Mike, India, Tango, Charlie, Hotel, Mitch. And I'm in southern Florida on vacation. And it's really of good conditions to USA this morning. Back to you again, Mitch. K7DX, DF2 in you. The weather here 26 Celsius, but it's been raining here. Also bei Mitch in Florida, 8000 Kilometer weit weg, regnet es. Das tröstet aber auch nicht wirklich über das hiesige, greislige Wetter hinweg. Roger, Mitch. Thanks a lot. And until next time, 73s from DF2 in you. Der DARC, der Deutsche Amateurradio-Club, hat 2,8 Millionen Funker weltweit als Gesprächspartner. Weder Handys noch Facebook oder Twitter haben ihnen den Garaus gemacht. Seit mehr als einem halben Jahrhundert hat sich eigentlich fast nichts geändert. Der Kurzwellenamateur ist ein Weltenbummler im eigenen Heim. Täglich und stündlich weiß er sich verbunden mit den drahtlosen Leidenschaftlern in aller Welt. Oder ist es keine Leidenschaft, Tage und Nächte lang Frequenzen einzustellen, am Abstimmungsknopf zu drehen und sich mit Hilfe einer technischen Apparatur in der eigenen Wohnung über Tausende von Kilometern mit nie gesehenen Menschen zu unterhalten? Nach dem QSO, dem Funkgespräch, trudelt dann manchmal per Post die QSL ein. Eine ganz besondere Postkarte. Der beste Beweis, den ein Funker für sein Gespräch haben kann. Jäger haben Geweihe an den Wänden, Funker ihre QSL. An Türen und Wänden hängen die Jagdtrophäen der Ätherfischer, die QSL-Karten. Es sind die Bestätigungskarten für die verschiedenen Kontakte, die ein OM, der Old Man, mit seiner Station herstellen konnte. Und da habe ich noch eine Funkkarte, das ist was Seltenes, die ist vom Südpol, von der Antarktis, von der Georg-Neumeier-Station auf dem Südpol. Und da ist ein Deutscher tätig, der ist Forscher, Polarforscher. Mit dem habe ich mich zum Beispiel über seine Lebensbedingungen unterhalten, weil der lebt ja so ständig bei minus 50 Grad und Schneestürmen und ein halbes Jahr ist es dunkel. Und da wollte ich einfach von ihm so wissen, was er den ganzen Tag so macht und was seine Aufgabe ist. Also der macht Kommunikationsforschung und Wetterballons betreut er. Die machen Ionosphärenmessungen, solche Dinge. Und wenn die tönenden Zeichen des Morsecodes oder die Stimmen der Funkfreunde aus Asien oder Afrika, aus New York, São Paulo oder Moskau antworten, lässt die eigene Sende- und Empfangsstation Entfernungen, Länder und Meere vergessen. Das ist eine Funkantiquität aus dem Jahre 1960. Der Mann, der sie hegt und pflegt, ist Peter Lehmfuhl aus München. Alle seine restaurierten Geräte funktionieren. Delta Kilo 9 Mike Hotel von Delta Lima 1 Papa Romeo Mike, bitte kommen. Einmal freies Signal ohne Störung. Ich gehe jetzt auf Zehntelleistung.
Alles, was längst aus dem Funkverkehr gezogen wurde, hat es ihm angetan. Zurzeit verwandelt er ein amerikanisches Funkgerät wieder in den Originalzustand. Es war auf einem der 2000 amerikanischen Liberty-Schiffe, Versorgungsschiffe der Kriegs- und Nachkriegszeit. Peter Lehmfuhl war Elektroingenieur. Im Ruhestand hat er die Funkgeräte entdeckt. Es war auch so gewesen, dass ich, um das Wissen zu bekommen, mir alte Bücher anschaffen musste, um sie dann zu inhalieren. Und dann bin ich zu einem Punkt gekommen, wo es hieß, Mensch, da habe ich einen Sender, willst du den nicht haben? Da habe ich gesagt, und was macht man mit dem Sender? Ja, senden. Darf man das? Und dann habe ich beschlossen, zum Senden braucht man eine Lizenz. So eine Funkprüfung ist beileibe nicht einfach. Sie dauert 4 Stunden und es braucht schon ein bisschen mehr als nur Physik-Grundwissen. Aber genau das ist ja wohl auch das Faszinosum. Dieses Schwelgen in einem für nicht eingeweihte Fachkauderwelsch. Herrlich. Nur manchmal lässt einen die Technik halt auch im Stich. DF2NU, hier ist die K1MSU. Die K1MSU. Guten Morgen, Stefan. Hier ist der DF2NU. Wie geht's? Servus Rainer, ob du vielleicht irgendwann einmal bei mir vorbeischauen könntest. Ich habe ein Problem mit dem Funkgerät. Ich habe hier ständig irgendwelche Aussetzer. Na, dann nehme ich meine Messgeräte mit und dann bringen wir das schon in Ordnung. Alles klar, danke schön. 73, die K1MSU. Es gibt den sogenannten Ham-Spirit. Das ist ein gewisser Ehrenkodex, den wir Amateurfunker untereinander haben. Das heißt, man hilft sich gegenseitig, auch über die Völkergrenzen hinweg. Auch Behinderten helfen wir, auch in Katastrophenfällen helfen wir. Das ist für uns ganz selbstverständlich. DF2NU, das heißt Delta Fox 2 November Universe. Rainer Englerts Funkkennzeichen. Ah ja, das ist also genau an den Durchführungskondensator. Da ist der Fehler. Den müsste man nachlöten. Das ist alles. Stefan Unterstrasser ist von Geburt an blind. Er ist Softwareentwickler, wohnt in München, versorgt alleine seinen Haushalt und geht zur Arbeit. Mit 11 hat er das erste Funkgerät geschenkt bekommen. Und das eröffnete ihm eine Welt ohne Vorurteile. Das heißt ja immer so schön, Amateurfunk verbindet. Und das merkt man einfach wirklich. Es ist eigentlich wirklich egal, mit wem man spricht. Jeder hat die gleichen Interessen und man ist eigentlich nie irgendwie ausgeschlossen oder fühlt sich irgendwie da schlechter gestellt, weil man vielleicht irgendwie behindert ist oder sonst irgendwas. Das ist einfach ganz normal. So wie man es eigentlich in der Gesellschaft gern hätte. Sprechen wir rein. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Ja, geht. Klingt gut. Klingt gut. Ab und zu erscheinen in der Tagespresse Schlagzeilen wie Kurzwellenamateur rettet Menschenleben, Funkamateur vermittelt Medikament für Kranken in Las Palmas und andere. Bei unerwarteten Ereignissen bemühen sie sich dann, irgendeine erreichbare Seele auf sich aufmerksam zu machen. So ist es auch heute noch. Rainer Englert und der Erste-Hilfe-Koffer. Er kommt dann zum Einsatz, wenn gar nichts mehr geht. Auf den Philippinen nach dem Taifun zum Beispiel. Funkamateure sind oft die einzige Verbindung zur Außenwelt. Das ist jetzt ein moderner Notfunkkoffer. Da ist alles komplett drin, eine sofort einsatzbereite Amateurfunkstation. Wir haben hier ein Solarpanel zur Stromversorgung. Wir haben hier ein Mikrofon, eine Antenne, die wird hier einfach angesteckt und hier eingeschaltet und schon ist es betriebsbereit. Man kann im Katastrophenfall damit zum Beispiel Behörden unterstützen. Wenn nichts mehr funktioniert, kein Handy, kein Telefon, kein Internet, mit diesem Notfunkkoffer ins Auto rein, irgendwo hinfahren. Innerhalb von 10 Sekunden sind sie aktiv und können helfen. Am 7. August dieses Jahres war es die Funkamateurin DL1SD. Sie hatte gerade eine Verbindung mit Australien beendet, als sie die Sätze hörte, brauchen sofort Hilfe, möglichst durch Flugzeug. 2 Personen in Lebensgefahr, Einzelheiten später. Und wie immer in solchen Fällen, bei Hilfeleistungen durch die Amateure, jagen Funksprüche hin und her. Von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Da gibt es keine Nationalitäten mehr.
Dann gibt es nur noch eine Handvoll Funker der Nächstenliebe, die auf Biegen oder Brechen dem Mitmenschen helfen wollen. Morsen können sie auch heute noch. Das soll demnächst sogar Weltkulturerbe werden, weil das Funken eben seit mehr als 100 Jahren Menschen über alle Grenzen hinweg auf besondere Weise zusammenbringt.